Unser Gast ist Emanuel Wallerstein. Herr Wallerstein, Sie haben vor einigen Jahren vorausgesagt, dass der globale Kapitalismus die nächsten 30 Jahre nicht überleben wird. Wie sind Sie zu dieser Vorhersage gekommen? Well, first of all, you start with a couple of assumptions. All systems have lives. No system is eternal. And the reason all systems, and that goes from the universe as an entire system. Beginnen wir zuerst mit einigen Annahmen. Alle Systeme haben begrenzte Lebenszeiten, kein System ist ewig. Das gilt ebenso für das Universum wie auch für das kleinste subatomare System. Der Grund dafür, dass alle Systeme begrenzte Lebenszeiten haben, besteht darin, dass sie alle innere Widersprüche haben und sich mit der Zeit aus dem Gleichgewichtszustand entfernen. Wenn sie sich dann sehr weit vom Gleichgewicht wegbewegt haben, beginnen sie enorm zu oszillieren, zu schwingen. In dieser, wie die Systemtheorie es nennt, chaotischen Situation stehen die Systeme vor einer Verzweigung. An dieser Stelle kann das System nicht überleben und es ist ungewiss, wohin es sich entwickeln wird, da es zwei alternative Möglichkeiten gibt. Das ist eine allgemeine Voraussetzung. That's a general premise. Now, if you look at the capitalist system as a particular historical social system, then you see that there are certain phenomena which have led it to the point where it is moved far from equilibrium. Wenn man nun auf das kapitalistische System als ein besonders historisch-soziales System blickt, dann kann man sehen, dass es bestimmte Ereignisse gibt, die es zu einem Punkt gebracht haben, an dem es weit vom Gleichgewicht entfernt ist. Der Kapitalismus ist ein System, das die endlose Anhäufung von Kapital anstrebt. Das ist sein einziges Ziel. Endlos versucht es, dies zu tun. In seinem Bestreben, Kapital anzuhäufen, müssen Firmen gegründet werden, die Profit erzielen und damit Kapital anhäufen. Betrachtet man die Kosten des Kapitalisten, dann gibt es drei wesentliche Kostenfaktoren. Der erste sind die Kosten des Personals, vom oberen bis zum unteren Personal. Der zweite wesentliche Kostenfaktor eines Kapitalisten ist die Bezahlung des in die Produktion eingehenden Inputs von Rohstoffen, Energie usw. Der dritte Kostenfaktor ist die Besteuerung in all ihren Formen, eine Erscheinung, die im gesamten System die Norm ist. Wenn man nun die Geschichte dieser drei Faktoren Personal, Input, Steuer betrachtet, zeigt sich, dass die Kosten dafür in den letzten 500 Jahren beständig anstiegen. Gleichzeitig bemerkt man, dass es eine Grenze dafür gibt, wie stark die Preise steigen können. Diese Grenze ist die Bereitwilligkeit der Menschen, Güter zu kaufen. Es gibt also seit 500 Jahren ein Ansteigen der Kosten bis zum Erreichen von, wie ich es nenne, Asymptoten. Kommen die Kosten nun zu nah an die Spitze, beginnt das System zu schwingen und es entstehen enorme Verschiebungen. Dies ist eine chaotische Situation und dort befinden wir uns gerade. Darüber habe ich an verschiedenen Stellen in großem Detail geschrieben. Grundsätzlich gilt, dass es für Kapitalisten nicht mehr möglich ist, Kapital wirklich anzuhäufen. Da dies aber die gesamte Motivation für das kapitalistische System darstellt, verliert es aus der Sicht des Kapitalisten seinen Sinn. Sicher macht es aus Sicht der Weltbevölkerung, die ausgebeutet wurde, nie Sinn. Das ist nicht neu, das ist eine Konstante. Der Punkt ist nicht, dass die Weltbevölkerung heute stärker aufgebracht ist, als sie es jemals war. Was sich wirklich verändert hat, ist das Ausmaß, in welchem das kapitalistische System dem Kapitalisten noch nützlich ist. Das ist die strukturelle Krise des Systems. In dieser befinden wir uns heute. But basically, the basic argument is that it is no longer possible for capitalists to really accumulate capital. And since that's the whole point of the system, to accumulate capital, the system no longer makes sense from the point of view of capitalists. Of course, it never made sense from the point of view of the populations of the world who were exploited and so forth. That's not new. That's a constant. And it isn't that the populations of the world are more upset than they've always been. They've always been upset. But what has really changed is the degree to which, for capitalists themselves, capitalism is a useful system. So that's the crisis, the structural crisis of the system in which we find ourselves today.
In Europa sehen wir in vielen Bereichen stagnierende Lohnkosten oder stagnierende Einkommen. Wir erleben, wie im Zuge der Globalisierung die Produktion in Billiglohnländer wie Rumänien oder China ausgelagert wird. Es hat massive Steuersenkungen für transnationale Unternehmen gegeben. Daher ist es erstaunlich zu hören, dass all diese Kosten für das Kapital gestiegen sein sollen. Well, but you have to look at it in terms of costs going up and down. The costs always go up and down, right? And if you look at how it's worked over 500 years, all these cost levels, you will see that in periods of expansion, which last about 25 or 30 years, we tend to call them Kondratiev phases, but that the name is unimportant. When in periods of expansion, the costs go up. And in periods of stagnation, the costs go down again. They're pushed down. They're never pushed down as much as they've gone up. Sie müssen berücksichtigen, dass die Kosten immer hoch und wieder runtergehen. Wenn Sie betrachten, wie es mit den Niveaus der Kosten in den letzten 500 Jahren funktioniert hat, dann sehen Sie, dass in Zeiten des Wachstums, die etwa 25 bis 30 Jahre dauern, wir nennen sie Kondratiev-Phasen, die Kosten nach oben gehen. In Zeiten der Stagnation gehen die Kosten dann wieder nach unten, sie werden nach unten gedrückt, aber niemals so stark, wie sie zuvor anstiegen. Das nenne ich den Zickzack-Effekt. Die Kosten gehen um 2 nach oben, um 1 nach unten, um 2 nach oben, um 1 nach unten. Und das passierte während der letzten 500 Jahre. Nehmen Sie zum Beispiel die heutigen Kosten und vergleichen diese Kosten nicht mit denen von 1970, denn das war ein Kostenhochpunkt. Die Kosten sind heute geringer, sondern mit denen von 1945. Dann sehen Sie, dass die Kosten heute höher sind als 1945. Die Kosten für Arbeit sind von 1945 bis 1970 gestiegen. Von 1970 bis 2010 sind sie wieder gesunken. Das ist gar keine Frage. Aber eben nicht bis zu dem Niveau von 1945. Wenn man in der Zeit zurückgeht, kann man dies leicht in Form einer Grafik darstellen. Die Kosten gehen immer wieder um 2 nach oben und wieder um 1 nach unten. Beginnt man nun diesen Anstieg anhand einer Skala zu messen, auf der das Maximum der Kosten zum Beispiel für Arbeit mit 100% gleichgesetzt ist, und beginnt bei 20%, dann gehen die Kosten auf 30% nach oben, wieder runter auf 25%, wieder hoch auf 35%, runter auf 30% und so weiter. Erreicht man 80%, ist das System zu nahe am Maximum und beginnt destabilisiert zu werden. Es gibt also eine Grenze dafür, wie lange man dieses System betreiben kann. Wir haben das seit 500 Jahren getan und es hat sehr gut funktioniert. Gemessen an seinen eigenen Maßstäben war der Kapitalismus ein umwerfend erfolgreiches System. Er hat die Ziele erreicht, zu denen er aufgebrochen war, und das war die enorme Expansion des angehäuften Kapitals. Aber er kann nicht weiter damit fortfahren. Er hat die Grenze dessen, was möglich ist, erreicht. An diesem Punkt verliert dieses System seine Bedeutung für den Kapitalisten selbst. Wenn er kein Kapital mehr anhäufen kann, warum sollte er Mühe und Energie aufbringen? Ich denke, dies ist die gegenwärtige Situation. Ich sage das als Analytiker. Wenn Sie mich fragen, ob jeder Kapitalist dieser Welt das versteht, dann muss ich sagen, nein, nicht jeder Kapitalist versteht das. Auch nicht jeder Arbeiter versteht dies. Aber es gibt genug, die es verstehen. Die objektive Realität ist die, dass die Leute gezwungen werden, bestimmte Entscheidungen zu treffen. In der gegenwärtigen Phase, wie immer während einer langen Stagnation, wird Geld nicht durch Produktion geschaffen, sondern durch Finanzspekulation. Spekulationen funktionieren aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Spekulationen funktionieren, indem Menschen sich verschulden. Wir hatten überwältigende Blasen seit den 70er Jahren. Eine nach der anderen, und die große Krise von 2007, 2008 war nur die vorletzte. Es wird nicht die letzte sein. Die letzte wird die der verschuldeten Regierungen sein, die, eine nach der anderen, unter ihren Schulden zusammenbrechen werden, weil sie keinen Weg finden, um sie zu bezahlen. Daher denke ich, dass der Kapitalismus als System in großen Schwierigkeiten steckt. Die Frage ist, was nun passieren wird. Hier sage ich, dass das System sich verzweigen wird. Es gibt 2 Alternativen. Die eine ist für diejenigen, die jetzt privilegiert sind und sich wünschen, ihre Privilegien zu erhalten. Die Alternative für sie wäre ein anderes System, in dem sie dieselben Privilegien hätten. Das wäre eine Art System, welches hierarchisch, ausbeuterisch und polarisierend ist. Es muss kein kapitalistisches System sein. Ein kapitalistisches System ist nicht das einzige System, in dem dieses Ziel erreicht werden kann.
Tatsächlich könnte es ein viel schlimmeres System sein. Der Kapitalismus muss nicht das schrecklichste System sein, das die Welt je gesehen hat. Dies war die Alternative A. Alternative B ist das genaue Gegenteil. Es wäre ein System, das verhältnismäßig demokratisch und verhältnismäßig egalitär ist. Ein System, das die Welt bisher noch nicht gesehen hat. Grundsätzlich ist das unsere historische Wahl. Ein weiterer Bestandteil der Systemverzweigung ist, dass es grundsätzlich unmöglich ist, vorherzusagen, welche Entscheidung wir kollektiv treffen werden. Diese Entscheidung ist das Ergebnis von unendlich vielen einzelnen Entscheidungen, getroffen von unendlich vielen Personen in einer Unendlichkeit von Momenten, und es ist unmöglich, darüber eine Vorhersage zu treffen. Man kann nur vorhersagen, dass das System zusammenbrechen und eine Entscheidung getroffen werden wird. Im politischen Kampf der nächsten 20, 30, 40 Jahre wird es darum gehen, das System in die eine oder andere Richtung zu lenken. An irgendeinem Punkt wird das System mehr oder weniger mit Sicherheit in eine bestimmte Richtung kippen. Dann wird eine neue Ordnung entstehen, ein neues System, das sich so lange hält, wie seine natürliche Lebenserwartung es eben zulässt. In weiteren 500 oder 1000 Jahren könnte das System erneut in Schwierigkeiten geraten. Aber wir werden nicht hier sein, um uns darüber Sorgen zu machen. Was ich sagen kann, ist, dass wir im Jahr 2050 in einem anderen System leben werden. Ich weiß nicht, in welcher Art von System. Ich weiß, welche Art von System ich bevorzugen würde, aber nicht, in welchem System wir leben werden. The system tilts sort of definitively, and then you get a new order, a new kind of system that succeeds, and then goes on for whatever its natural life will turn out to be, and somewhere down the line, 500 or 1,000 years later, that system too may be in trouble. But you know, we won't be around to worry about that one. What I can say is that if you come back in the year 2050, we will be living in a different kind of system. I don't know which kind of system. I know which kind of system I prefer that we live in, but I don't know which kind of system we will be living in.